Und somit herzlich willkommen zu meinem neuen Video in der Reihe Let's Play Trains in World. Ja, ich habe euch einmal, ich fange mal an mit meinem Profil, das habe ich euch nämlich unterschlagen. Ich habe da vor ein paar Tagen das Profil eben neu erstellt, damit man das komplett, also alles gelöscht, komplett neu angefangen. Und ihr seht, wir haben da gerade nicht wirklich viel gemacht bis jetzt. Und das haben wir 60 für wie wir entschieden haben. Wenn es wollt, können wir das Profil bearbeiten, aber ich denke mal, das passt schon. Und ich hätte gesagt, jetzt setzen wir mal die Reise fort auf der Pennine. So. Also ihr seht, da habe ich einen von 5 Züge gefahren und habe eins von 100. Also nicht wirklich was. Aber wurscht. Gehen wir mal auf die Strecken. Auf Reise fortsetzen. So, Manchester Victoria nach Leeds fahren wir jetzt. Wir haben 7% Fortschritt bis jetzt gehabt, also nicht wirklich viel. Wir sind Level 4 auf der Strecke und ja, wir fahren halt einmal das nächste Szenario und schauen uns das einmal an, ob wir mit der Lok wieder klarkommen oder nicht. Ist schwierig, weil ich eben ohne diesen Hut fahre und somit kriege ich teilweise die Steigungsänderungen nicht mit und er wird mir auf einmal schneller oder langsam und ich weiß nicht warum. Also das ist ja ganz lustig. So, wir dann einmal entriegeln. Links. So. Haben wir den Richtungswender? So, jetzt muss ich wieder den Schlüssel rein tun. Also Motor läuft, Führerstand muss ich aktivieren, genau. Das war's. Ich sitze zu hoch. Seht ihr das? Das heißt, ich gebe den Sessel wieder runter. Ich mag das nicht, wenn ich so weit oben sitze. Schalt mit H das Licht ein, das ist mir jetzt wurscht. Ja, den können wir da einschalten. Den ASW schalte ich nicht ein, das bringt mir nichts, jetzt müssen wir warten. Aber ich kann schon mal verriegeln gehen, weil der schreibt mir es eh an, wenn die Zeit um ist. Und dann fahren wir halt einmal raus, ne? Und schauen wir, dass wir nach Leeds fahren. Es ist natürlich jetzt wieder dasselbe wie letztes Mal, nur halt bei schönem Wetter. Da ist die andere Richtung. Ja, was weiß ich. Auf alle Fälle sind wir da nicht wirklich so. Jetzt können wir die Türen verriegeln und können jetzt dann einmal endlich einmal die Bremse lösen. Und wir geben Stoff, wie man so schön sagt, und setzen uns einmal in Bewegung. Nicht lang, nicht weit, weil wir können gleich wieder weggehen mit der Leistung, wenn wir gleich die 15 Meilen erreicht haben. Ja, 14%, dass wir das in etwa haben mit den Meilen. Dann müsste das passen, dass wir die Geschwindigkeit halten können. Ja, muss aber ein bisschen mehr geben. Es ist grafisch vielleicht noch ein bisschen was möglich, allerdings nicht auf meinem PC, weil der gibt nicht mehr her. Ich kann es zwar auf Hochauflösung stellen, auf volles Programm, nur dann habe ich zu wenig FPS. Also haben wir so ein Mittelding jetzt genommen. Na, das ist zu wenig Leistung, ja, da geht es ein bisschen bergauf. So, das sollte nicht passieren, wenn man wegfährt. Da sind die Teile anschmiert. Aber ja,
halt leider so. In einer Meile dürfen wir dann 20 fahren. So, da war es eigentlich lieber, wenn wir mit dem fahren. Da kann man schöner steuern, aber wie gesagt, ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt, mir ist die Plätschen einfach zu groß. Und sagen wir sich ehrlich, das ist ein Plätschen. Das ist das Große, dass man das nicht kleiner machen kann oder irgendwo anders hin verschieben oder so wie beim Trainsimulator unten. Wisst ihr, was ich meine? Klar ist es angenehm, wenn er mir jetzt anzeigt. Jetzt kann ich mich da nach der Steigung auch richten und kann wirklich nach dem Dach fahren. Ich kann auch da die Ampere und alles einblenden. Ist natürlich viel einfacher, aber ich will es ja realistisch machen und deswegen blende ich das da jetzt wieder aus. Ich darf zwar jetzt 40 fahren, aber in 0,7 Meilen auch noch mehr ein 20er, also werden wir das in etwa lassen bei der Geschwindigkeit, hätte ich gesagt. Oh, da ist ein Bus gefahren im Hintergrund. Jetzt mal nicht besser, ich mag das da unten nicht. Da fahre ich lieber manchmal ein bisschen zu schnell oder zu langsam und das schaut auch aus, wie wenn das Haus da mitten am Gleis steht. Dann kommt das arg. Naja. So, wir dieseln raus. So, ich muss da den wieder rausnehmen. Ja, jetzt kommt die Brücke. Jetzt geht er wieder weg. Dann kann ich aber gleich einen Dreher nehmen. Ja, der gefällt mir nicht so, da ist mir der lieber. Also mir halt nicht die Geschwindigkeit nicht, weil jetzt es ist natürlich ein ganz anderes Fahren wie mit den deutschen Loks. Das ist schon klar. Weil wir ja eine ganz andere Optik haben. Nur wie gesagt, ich habe mir eben vorgenommen, diese Reisen durchzuspielen und ich werde das auch tun. Alle, was ich habe, ist ein großes Projekt. Wird sich nicht jeder alles anschauen, ist mir schon klar. Aber es gehört auch gespielt. Und ich will sowieso einmal durchspielen und ob ich das jetzt anfilme oder nicht, ist ja auch schon relativ egal, sage ich mal. Das tut nicht wirklich weh. So, jetzt fahren wir da rechts rüber. Jetzt schreibt er mir jetzt schon 50er da um, dass das in 500 Hertz 50 kommt. Und jetzt schaut's her. Jetzt haben wir da, sind wir schon mal viel zu schnell. Weil ich wieder mal nicht auf den Ding geschaut habe. Dacho. Die erzählen, wir dürfen frühestens, eigentlich dürften wir da dann ab dem Bahnsteig Ende 50 fahren. Ich muss schauen, wie das da oben, reagiert. Ob der wirklich gleich im Dacho umswitcht oder nicht. Weil dann kannst du nach den gehen. Nein, er switcht nicht gleich um. Das heißt, ich muss auch hier warten, bis ich mit dem Zugende faktisch über das 50er Schild drüber bin. Beziehungsweise jetzt dann das 60er Schild. Jetzt kann ich Stoff geben. Ich war jetzt natürlich zu schnell, aber ich wollte nicht bremsen, weil das Bremsen halt mehr auf, als wenn ich da ein bisschen zu schnell bin und noch ein bisschen langsamer fahre. Das habe ich mit der ÖBB 1042er gelernt, beziehungsweise mit der 1142er auf die österreichischen Strecken, dass da wirklich teilweise gescheiter ist, wenn man einfach einmal 2-3 km/h drüber ist und nicht bremst, als wie wenn man bremst zu weit runterkommt dann mit der Geschwindigkeit, wenn man die Bremsen nicht gescheit dosieren kann oder gescheit dosiert. Und dann steht man halbert, ist mir da auch schon passiert bei dem Spiel. Wenn ihr euch erinnert. Also
Also auch das haben wir schon geschafft, dass wir auf einmal gestanden sind. Weil ich die Bremse zu spät gelöst hatte. Fragt mich jetzt nicht, ob das jetzt da gibt es ja auch verschiedene Arten. Es gibt da vom Luftdruckbremsen, also da bin ich da absolut nicht bewandert. Da weiß ich wirklich nichts. Ich weiß, dass da eingängig oder mehrgängig oder einschlüssig oder mehrschlüssig, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Es gibt da Unterschiede. Und man merkt es bei den verschiedenen Lokomotiven beim Fahren. Merkt man es beim Bremsen. Aber was da jetzt was ist, ist mir doch relativ blunzen, ehrlich gesagt. Ich fahre das, weil mir das einen Spaß macht. Weil ich das gern fahre. Sonst würde ich es nicht machen mit euch. Die Videos mache ich, weil ich mich gern reden her. Das wisst ihr aber eh. Scheibengebläse. What the fuck, für was braucht der ein Scheibengebläse? Ja, das ist aber cool. Im Winter ist die Frage, ist das animiert? Bringt das was? Oder ist es nur ein Schalter, den was man betätigen kann? Wäre interessant zu wissen. Aber das habe ich auch noch nicht gehabt mit den Scheibengebläse. Das gibt es wahrscheinlich auf der anderen Seite auch. Da kommst du wieder auf Sachen drauf. Ihr seht, jetzt dürft es leicht bergauf gehen. Weil wir Schwierigkeiten haben, die Geschwindigkeit zu halten. Also es ist schon, die Engländer haben eine ganz andere Bauweise bei den Eisenbahnen als wie die Amerikaner und die Deutschen, die Österreicher und so weiter. Also es ist ja teilweise, also das ist ganz anders gebaut, finde ich. Der Deutsche Methode. Was meint ihr? Weil bei uns wirst du nicht, ja Zäune, okay, die sieht man schon, aber so richtig mit den Mäuern und die Hecken rein und die britischen Felder sind auch nicht alle. Bei uns sind die Felder eher rechteckig, bei den Briten sind die Felder meistens irgendwie bunt gemischt. Also irgendwelche Formen, was die haben. Entschuldigung. Also nein, da kommt ja noch gar kein Bahnsteig. Jetzt sind wir zu schnell. Ihr seht, das dauert jetzt ewig, bis der die Bremse anlegt. Du musst schon wieder lösen, bevor ich auf die 50 bin, weil sonst bremst er mal zu weit runter. War jetzt natürlich auch wieder zu schnell. Jetzt rollt man die Geschwindigkeit nicht, weil ich den Schwung draus habe. Also es ist nicht so leicht, dieses Teil zu fahren. Ihr seht, wir gehen schon wieder mit der Geschwindigkeit zurück. Das ist nicht so einfach, wie man glaubt. Aber schön irgendwie. So, da wollen wir jetzt einmal die Geschwindigkeit, da gehen wir auf 75 zurück. Schauen wir mal raus. Ein Sportplatz. Das war halt cool, wenn da noch irgendwas animiert war. Also diese Dinger, ja, von der Weite okay. Das ist halt da. Gut, aber die rechnen natürlich auch, dass man das hauptsächlich in der Innenansicht fährt. Und somit ist das natürlich nicht so gut ausdetailliert. Da am Rand geht es eh so halbwegs, das könnte eine Kaserne sein oder irgendwas. Oder sind es einfach nur diese britischen Dinger? Jetzt sind wir eh schon wieder zu schnell, weil ich glaube, wir dürfen nur 50er fahren. Aber setzt es, wenn man der aufrennt und ich merke das nicht einmal. Und das ist das, wenn man das ohne diesen Hut fährt. Wir rauschen da jetzt natürlich viel zu schnell durch. Aber Leute, ich gebe da nicht wirklich, ich versuche natürlich die Geschwindigkeiten zu einhalten. Schon klar. Nur irgendwie
gelingt mir das im DS nicht so, im DSW nicht so gut wie im DS. Seht ihr jetzt muss ich da schon wieder ein bisschen bremsen, weil legen wir mal auf 32% da. Den haben wir eher aus. Ich wollte jetzt einmal mit Fahrrad weiter, mal schauen, ob das so geht. Aber ich glaube, da muss ich noch zubremsen ein bisschen dann rechtzeitig. Kurz einmal anlegen. Und gleich wieder lösen. Ihr seht, das ist nicht so einfach. Überhaupt, wenn man es doppelt nimmt. So in 300 Yards. Wie viel Zentimeter das auch sind, weiß ich nicht. Haben wir dann auf 15 runter müssen. Das heißt, wir legen kurz einmal die direkte an. Ein bisschen stärker. So. Und jetzt gehen wir auf Leistungshebung fahrend. Und schauen, ob wir die 15 Meilen halten können. Das habe ich jetzt einmal relativ gut gemacht, hoffe ich. Das schaut wieder so aus, wie wenn wir auf das Haus zufahren würden. Das dürfte so ein Weichenwärterhaus sein oder sowas. Ja, von der Geschwindigkeit her dürfte man passen. Schauen wir mal. Ja, 14, ja, passt. Das hält da. Obwohl der eh noch relativ leicht zum Reinbremsen ist. Also ich habe das mit den oder 111er, keine Ahnung, mit dem Dieseltriebwagen, der was dann später kommt auf der Strecke, da wird es dann lustig. Also da habe ich überhaupt keine Probleme damit. Bisschen beschleunigt haben wir. Ihr seht, da holt er mir fast aus. Da muss ich jetzt wirklich ein bisschen Gas geben, dass ich da 4 komme, weil sonst bleibt er mir da mehr oder weniger am Hang stehen, weil am hinten die Waggons nicht sind. Hätte ich mal gesagt. So, wir bremsen jetzt. Bis er angeklickt hat. Naja, geht ja, haben wir so halbwegs hingebracht. Das war eine schwere Geburt jetzt, das Einfahren. Aber die sind auch hübsch, die Bahnhöfe, muss ich zugeben. Die sind richtig hübsch. Es ist schon schön ausgestaltet und alles. Also, das ist nur das Thema hier. Ja, da hätten wir dafür zum... Müssen wir auch irgendwann einmal machen, die ganzen Suchaufträge. Das würde ich vielleicht in einem gesonderten Video mal machen, in einer Passagieransicht oder was. Schauen wir mal, wie wir das tun. Links verriegeln. Da kann ich auch reinschauen, da ist die alte Ansicht. Die ist doch auch steil, die Ansicht, seid mir nicht böse. So, wir dürfen noch 15. Verzeiht mir, dass ich rot ist, ich bin leider verkühlt. Es ist leider ein bisschen eine Unart von mir. Ich weiß, ich sollte mich schneizen, aber
Es ist halt nicht so einfach. Sekunde, ich mute mich mal kurz, damit ich mich schneuzen kann. So Leute, da bin ich wieder. Tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen gekratzt habe, aber ich bin leider verkühlt. Und man klingt das gut. Oder Fenster runter. Nicht, haben wir das Fenster jetzt offen? Jawohl, Fenster ist offen. Kommt ja gleich viel besser vom Ton her. Sehen tut man mit dem Teil im Tunnel absolut nichts. Das ist halt leider so. Da wird dürfen 40 oder dürfen wir mehr? Nein, wir dürfen sogar 60 fahren. Ja, jetzt habe ich mich gerade geschneit und jetzt... Ja, verzeiht mir Leute, das ist... Irgendwie rinnt das da gerade. Mir Rinder... Kennt das noch wer? Aber das war irgendein Soft, glaube ich, der Merinder, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. So, 15 Meilen nach Huddersfield. Da haben wir irgendein Kraftwerk, das anscheinend nicht in Betrieb ist, weil es nicht raucht. Es ist, was mir gefällt beim TSW, er ist nicht so bunt wie manche andere Sachen. Also die Grafik ist von Haus aus schon mal sehr gut. Klar, jedes Spiel hat seine Vor- und Nachteile. Jetzt habe ich wieder irgendwas eingeschalten, wo ich nicht weiß, was das ist. Und diese Brücken, diese Stege hast du glaube ich auch nur in England in der Bauweise. Zumindest habe ich es nirgends anders gesehen. Ja, der Kollege. Gegrüßt wird nur der Gegenzug, ne? Oder wie war das? So irgendwie. Nein, unten die Drama auch nicht. Jetzt kommt wieder Rauchen, ist ungesund, Leute, das ist mir sowas von egal. Ich rauche seit 40 Jahren. Ja, nicht ganz. Sagen wir 35 Jahre. Und ich will mir es jetzt nicht abgewinnen. Ich trinke kaum bis gar keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen. Also, außer Nikotin jetzt, also Chicken durch wie die Föst. Aber nee. Ich handle nirgends um dumm. Sogar mein Internist hat gesagt, es ist ihm lieber, wenn er muss mir zwar sagen, dass ich aufhört soll zum Rauchen, aber es ist ihm lieber, wenn ich rauche, als wie wenn ich jetzt Drogen nehme und saufen den auch noch. Na klar, dass er das sagt. Das ist aber ein cooler Arzt, finde ich. Ich meine, so Meldungen hast du auch nicht oft von den Ärzten. Den gibt es leider nicht mehr, der ist leider verstorben, in Pension gegangen. Verstorben, jetzt hätte ich fast umgebracht, ich Depp. Der wird schon noch leben, aber der war auch schon staubalt. Aber der hat das alles locker genommen. Der war super. Ich meine, ich muss ihn das sagen, hat aber selber geraucht wie die Füße. Also, der war ja selber ein starker Raucher. Und das ist noch nicht so lange her. Das ist vielleicht 4 oder 5 Jahre her, bevor der wieder in Pension gegangen ist. Also, Leute, es gibt auch noch Ärzte mit einer anderen Einstellung, wie man so schön sagt. Ne? Also vom Detailgrad her und von den Bedienelementen in die Lokomotiven her und so, ist der TSW schon natürlich um einiges interessanter als, also da kommen die Standardsachen teilweise
so die, ich sag einmal, Train-Simulator VR-Expertlein kommen die TSW Standardsachen teilweise hin. Nur ja, du kannst teilweise Sachen im TSW machen, das was im TS. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt alles animiert ist. Wie gesagt, ich meine mit diesem Schalter da für das Scheibengebläse. Ob das animiert ist, ob das was bringt, ist eine andere Frage. Aber ja, bis ich hub's am Matura schon nicht toll. Aber der Diesel klingt schon gut. Ich muss aber sagen, von der anderen, ein Bus, diese Mauern hast du auch noch in England, ha? Aber von den Dingen her, na komm, machen wir das Fenster zu. Die tat schon wieder arbeiten da draußen. So, man hat es wahrscheinlich eh nicht gehört im Video, aber von den Mauern her, die hast du glaube ich wirklich nur in England. Ich muss da mal was nachbauen, ich werde so einen Mischkarten machen. Also Rollmaterial österreichisch, also jetzt in Transportfieber. Aber das bringe ich nicht, weil da weiß ich nicht, wie ich das bringen soll. So, 1,4, das heißt, wir lassen wir mal einholen, dass wir da runterkommen. Wir müssen ja nicht wirklich mit voller Leistung fahren. Ich schätze mal, wir sind eh relativ gut in der Zeit. Dieses mit der T-Taste da jetzt beim Ding, ich zeige euch das einmal, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen, was das, was man das da zeigt. Da muss ich wieder arbeiten. So, jetzt geht's. Also wir müssen in Huddersfield anhalten und dann müssen wir noch nach Leeds reinfahren. Das ist doch eine ganz schön lange Fahrt. Aber bis jetzt habe ich eigentlich alles geschafft. Muss ich sagen. Also ich bin angenehm überrascht. Jetzt sind wir eh fast auf die 45, jetzt sind wir schon auf die 45 Minuten. Jetzt können wir wieder ein bisschen Stoff geben. Ich habe die Einstellung jetzt den Bildschirmprozent auf 100% gelassen. Also den Bildschirmzoom oder was das ist. Weil sonst bin ich jetzt knapp dran. Ich glaube, da kann man sogar noch zurückgehen, Stickel, das muss man sich anschauen. Wollen wir das ausprobieren, was sich da ändert? Ich meine, es ändert sich auf alle Fälle die Auflösung. Die Genauigkeit. Schaut sich das an, wie man der jetzt runtergeht von der Geschwindigkeit. Aber wir haben es schön erwischt, also wir dürfen gleich wieder einen 60er fahren. Also irgendwie habe ich da schon wieder 69% Leistung und der ist schwer, der Zug anscheinend. Der ist anscheinend wirklich schwer. So, jetzt gehen wir zurück auf 56, dass wir nicht zu schnell werden. Wir werden schon wieder ein bisschen schneller. Weil wir dürfen glaube ich eh schon wieder. Wir dürfen eh schon wieder. Gehen wir mit der Leistung wieder auf Maximum. Nur kurz jetzt, weil bis wir das die 65 haben, weil ich glaube es geht dann ins bergab. Außerdem haben wir dann eh bald wieder einen 40er. Ja, Innenansicht geht bei dem irgendwie nicht. Aber man kann einsteigen und mitfahren, also das ist halt auch was, ne? Dumm laufen. Das Umlaufen ist wirklich angenehm. Ich glaube es geht bei was, schauen wir mal. Wir haben es gerade sogar. Das heißt, ich
gehe, drauf fahren gehe. So. Dass wir nicht zu schnell werden. Und schauen wir mal, dass wir das alles schön da bremsen jetzt. Die Tunnelfahrten sind genauso fad wie im Train-Simulator. Ich lasse euch aber drinnen, weil wir ja den Geschwindigkeitswechsel und das gehabt haben. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Leistung geben, wenn wir ein bisschen verlieren. Das ist, wie gesagt, dadurch, dass man diesen Kipp-Effekt nicht hat, ja woher auch, wie auch, ne? Das ist schon klar. Ich meine, da müsstest du den Sessel irgendwie koppeln mit dem Computer, dass der wirklich die Prozente vom Gefälle übernimmt. Nur da brauchst du dann einen eigenen Simulator, ne? Das ist so, was das halt mit einer Bildschirmanzeige. Nur wenn man die Bildschirmanzeige ausschaltet, so wie ich, sieht man es natürlich auch nicht, ne? Dann wird er halt einmal der Zug schneller oder langsamer. Bis du das in die Instrumente einmal siehst und dann kannst du reagieren. Da haben wir frei gehabt, das war Zwerg, die haben auch Zwerg, okay. So. Leistung weg. Anfängliches Anlegen. Wenn man wie lange braucht die so, da bringt man gleich mal heftiger. Das habe ich jetzt nicht erbremst. Wollen jetzt kann ich schon wieder Gas geben gleich. Jetzt haben wir den 40er. Jetzt müssen wir noch warten, bis wir mit dem Zugende drüber sind und dann dürfen wir schon wieder beschleunigen. Wahrscheinlich wegen der Station haben wir da die 40 gehabt. Auf 55 hoch und dann auf 65. Es ist, ich finde es recht angenehm zum Fahren. Ist mit deutschem Rollmaterial nicht zu vergleichen, Leute, das ist mir schon klar. So, jetzt können wir aber eigentlich gleich auf die 65 gehen. Aber die hat eine eigene, ich glaube, die Diesel, die ist wirklich schön. Das ist schön. Ihr seht, jetzt gehe ich da vorne und lassen wir mal rollen. Was schaltet man überhaupt aus? Wir werden da eh gleich drüber schießen jetzt wieder. So, das Kabinenlicht noch, das brauchen wir jetzt eh nicht da. Da wieder umschalten. Die Kamera habe ich auch schon mal besser im Griff gehabt, Leute. Ich glaube, wir sind schon schnell. Ah, geht noch. Also, anlegen. Auf 60 runter. So. Das runterstoppt dann, wenn man keine dynamische Bremsen hat. Und wieder lösen. Und jetzt warten wir wieder, bis wir auf 65 sind. Ja, wie gesagt, ich möchte... soll im TS auch mal was Britisches bringen? Würde euch das interessieren? Aber da habe ich nichts Gescheites. Also nur diese, was dabei waren. Und 2 Strecken habe ich mir jetzt im Sale einmal gekauft, aber die habe ich wieder gelöscht, weil es einfach zu alt waren und nicht gut genug. Und ja, muss man sich anschauen, wenn es wollt, bringe ich was im TS, auch britisch, wenn es wollt. Nur ich fürchte halt, dass sie das von den TSler, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, ich will das jetzt nicht bewusst trennen, ja, aber ich fürchte halt, dass sie das von den Zuschauern, die sich hauptsächlich Train-Simulator anschauen,
werden sich vielleicht die englischen Sachen nicht so sehr wünschen, weil ich ja doch im Train-Simulator mehr ÖBB-Sachen hauptsächlich bringe und ab und zu ein bisschen was Deutsches, was Tschechisches, was Slowenisches, wenn ich was habe. Und also der Baum liegt auch immer dasselbe da. Ne? Und das ist halt dann vielleicht ein bisschen, ja, man kann ja ab und zu einmal was reinhauen. Ich kann ja einmal ein Video machen, wo ich ein Teil vom Video in Trains im World fahre und dann als Vergleich dann im zweiten Teil eine ähnliche Strecken im Train-Simulator. Das kann man auch machen. Da finde ich schon was. Also das ist sicher kein Problem, das kann man mal machen. So eine Art Vergleichsvideo, aber ich glaube, da gibt es auch genug. Und wie gesagt, ich meine, ich habe da letztens gesehen, da hat einer, ich weiß nicht, wo der her war, ein Vergleichsvideo gemacht zwischen der Reise und der TSW-Strecke und kann man nicht vergleichen, weil da muss man Hagen von 3 nehmen. Und wenn ich da Reise oder was drauf habe, ja, es ist ein bisschen eine andere Grafik, aber es liegt aber auch an der Engine. Ne? Ich meine, klar, der TSW hat eine ganz andere Engine, grafikmäßig jetzt. Und der TS fährt doch immer noch mit, also ich baue auf direkt X9 auf und wir sind jetzt glaube ich schon bei 11 oder 12. Also klar, dass das nicht passen kann. Ne? Was natürlich und mit dem was ist denn das für eine Grafik, was der da hat? Wie heißt denn das jetzt wieder? Unreal Engine, genau. Bei der Unreal Engine hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten als wie mit DirectX 9. Das ist schon mal klar. Rein technisch gesehen jetzt. Ne? Geht ja schon viel mehr. Ist schon viel mehr möglich, schaut auch ganz anders aus. Ne? Klar kriege ich mit Shader, mit Reshade oder RW-Enhancer und was da nicht alles gibt, kriege ich das natürlich auch hin. Mit ein bisschen einer Spülerei und einem relativ guten PC traue ich mich zu behaupten, dass ich die Grafik im Train-Simulator so hinkriege wie im TSW. Jetzt von der Optik her. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann den Train-Simulator so ausschauen lassen wie im TSW. Ob er bei mir dann spielbar ist, jetzt von der FPS her, ist eine andere Frage, weil es meine Grafikkarte oder mein PC nicht packt, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist, ich kriege natürlich mit einem i5 nicht die Leistung aus, was ich mit einem i7 rausbringe, beziehungsweise liegt es ja auch nicht am Prozessor, es liegt ja auch teilweise der DS verwendet glaube ich auch nur 1 oder 2 Kerne und es ist ein bisschen kompliziert. Okay, ich war so früh. Im Großen und Ganzen dürften wir es haben mit der Geschwindigkeit. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich in Huddersfield nicht verbremse, weil sonst ist das Szenario aus, wenn wir da über das Rote drüber schon schießen.
wieso wirst du jetzt so schnell? Du wirst da wieder bergab gehen, ne? Und das jetzt bleibt aber fast stehen. Das ist ein bisschen schwierig mit diesen Dieseldinger, da richtig reinbremsen. Sie haben ja gesagt im Intro, also beim ersten Spielding, wie wir es das erste Mal gespielt haben, bei der Lokvorstellung, ne, also beim Tutorial, wie man die Lok steuert, haben sie gesagt, jahrelange Übung ist nötig, damit man da richtig reinbremst. Naja, jahrelange vielleicht nicht, aber man sollte halt schon richtig besser ein bisschen weiter hinstehen bleiben, als wie übers Runde drüber schießen, sag ich mal. Aber wie bremst du jetzt einmal? Bremst jetzt ein bisschen stärker. Ui! Das war jetzt... Ja, steht zwar ein bisschen weiter hinten jetzt, aber viel hätte ich nicht mehr führen können. Lieber ein bisschen weiter hinten und hoffen, dass man, wenn man es da drüber schießt, bei dem TSW ist es leider so, wenn man da drüber schießt, dann ist das Szenario durch. Dann muss man das neu starten. Und das ist halt auch nicht wirklich optimal. So, weiter geht's. Verriegeln. So, die Ausfahrt kennen wir eh schon. Die haben wir im letzten Part schon genommen. Da hat es gekühlt, wie es schaffen. Das ist jetzt die Mainline, glaube ich, das M, oder heißt das für Motorunit oder was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Also der Bus hat auch gut ausgeschaut, der was da aufgeblitzt ist. So, das war das mit den 20 Meilen, genau. So irgendwie. 40, 70. War das richtig? 40, 70. Vor mir jetzt die andere Strecke, das kann sein. Ich weiß gar nicht, das ist Streckenkunde, habe ich leider keine. Das ist ein bisschen ein Problem bei mir. Aber Leute, ich habe nicht die Zeit, dass ich mich jetzt im Internet über die Strecken jetzt auch noch kundig mache. Wenn Streckenvorstellungen wollt auf Deutsch, wem der was euch die Strecke wirklich erklärt und auch zur Geschichte von den Lokomotiven und die Strecken, dann würde ich empfehlen, schaut beim Felix der Weise, der macht es sehr gut im TSW, also das gefällt mir, was der da macht, und da kann ich mich eigentlich nur hinten ausstellen. Ehrlich gesagt, ich habe weder Zeit noch Lust, da jetzt Stunden im Internet zu verbringen. Das sind wahrscheinlich eh keine Stunden, was man braucht, aber trotzdem relativ lange im Internet, um uns umzuschauen und was über die Strecke herauszufinden, von der Geschichte her und so. Ist nicht meins. Ich spiele das, weil es mir einen Spaß macht, weil ich es gern spiele. Und wie vorhin schon erwähnt, ich mache die Videos, weil ich mich gern reden her und weil ich euch damit eine Freude machen will. Beziehungsweise, das habe ich mir jetzt überlegt mit dieser Reise, eben mit den ganzen Dingen fahren, weil das habe ich in dieser Zusammenstellung, was ich da jetzt mache, nicht wirklich gefunden. Ich habe aber auch nicht wirklich gesucht, aber wisst ihr, was ich meine? Du hast immer ein paar Videos von TSW mit den Vorstellungen, einmal
Fahrplanfahrt mit verschiedenen Witterungssachen. Man kann natürlich auch nicht viel machen, weil das ja alles vorgegeben ist im TSW. Nur, dass jetzt einer gesagt hat, okay, ich spiele die Reise jetzt von 0 bis zum Ende durch, habe ich ehrlich gesagt von die ich abonniert habe und wo ich rumschaue im YouTube, nicht gefunden. Müssen wir bald wieder bremsen? Na, wir müssen bremsen. Anlegen. Habe ich keinen gefunden, der was das gemacht hat, ehrlich gesagt. Klar wird es mit der Zeit wahrscheinlich ein bisschen fad werden, weil die Strecken gibt halt nur bestimmte Kombinationsmöglichkeiten an Fahrten her und es ist halt leider beim TSW nicht so viel KI unterwegs als wie im DS jetzt. Das ist so. Im DS kann ich da 5-6 Züge auch fahren lassen. Das liegt aber auch daran, dass der TSW keinen Editor hat. Der was uns eigentlich fehlt, ich weiß, aber ja, wenn ich keinen Editor habe, kann ich natürlich auch nicht selber was bauen, das ist schon klar. Ne? So, jetzt kommt dann wieder 80er Rauschen. Dewsbury. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dewsbury. Denke ich einmal. Ich mag es jetzt nicht so wie der Ricci, dass ich jetzt sage, okay, gut, schauen wir nach, wie man das ausspricht. Ich mache das nach Gefühl. Und hoffe mal, dass das passt. Nicht passt. Wird sich hoffentlich keiner aufregen drüber. Ihr seht, jetzt habe ich wieder irgendwie unabsichtlich zu viel bremst und Geschwindigkeit verloren. Ich bin ja schon mal auf die Auswertung gespannt, wie die ausschauen wird. Wird wahrscheinlich nicht so gut ausfallen, aber schauen wir dann einmal. Es ist, also die Weitsicht ist auch schön, gell? Ja, wir werden sehen, was wir sehen werden. In British Green. Das Racing Green ist ein bisschen anders. Es ist natürlich eins, dadurch, dass ich kein F3-Monitor, so wie ich das habe, also kein Hut habe, man kann man sich jetzt einblenden. Dann sehe ich da natürlich auch, wie schnell ich bin. Ja, so geht's mit dem. Also so geht's mit dem, aber es ist doch in der Außenansicht. Ich kann das halt nicht einstellen, dass sie das nur in der Außenansicht einschaltet. Jetzt gehen wir da mal dreimal einmal an. Schau mal, wir haben ein Gefälle, da muss ich bremsen. Da muss ich anlegen. Aber wenn wir nur 1,2 Meilen jetzt haben, weil sonst geht er mal gar nicht runter. Oh, der geht aber relativ flott runter. Der geht sehr flott runter. Okay. Ja, soll mal recht sein. Ja, neben der Strecke die Ausgestaltung, ja gut, das ist okay, sage ich mal. Sag ich mal, wie viele Kraftwerke gibt es denn da auf der Strecke? Das ist ja Wahnsinn. So, das mit der Geschwindigkeit müsste jetzt auch in etwa passen. Mal schauen, ob wir es halten können oder ob wir mehr werden. Und ob ich zubremsen muss wieder.
Ah, das schaut gut aus. Schaut aus, wie wenn wir langsamer werden, ne? Ja, wir halten es aber. Komisch. Also diese Signalausleger sind auch irgendwie cool. Die gibt es auch bei uns nicht in der Form. Ja, nach links rüber haben wir frei, das passt. Da haben wir die 45. Die haben wir auch. Jetzt fahren wir da durch eine Station durch. Das haben sie gern, die Engländer, die Stationen nach die Kurven. Ah, das ist die, wo wir letztens drüber gestanden sind. Ich weiß schon wieder. Ja, der Diesel klingt so gut. Der hat einen ganz eigenen Klang, die Lok. Ich glaube ja nicht, ein Gegenzug. Na gut, aber in die 80er Jahre wird da nicht so viel gefahren sein. Schätze ich mal, das wird schon passen. Von der Häufigkeit der Züge jetzt. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie einstellen kann. Auch noch. Keine Ahnung. Fragt mich was Leichteres. Prost. Ne, die Signale haben sie aber anscheinend auch nicht ganz im Griff. Ne? Wir müssen dann stehen bleiben. Was? Zum Glück haben wir da frei gehabt. Ich schätze mal, da stehe ich drüber. Nein, nicht einmal. Wow. Ich hab geglaubt, ich stehe drüber. Ehrlich war. Und hinten sind wir auch drinnen bis ein Postwagen, aber der ist relativ wurscht, weil da können sie auch bei der vordersten Tür raus. Optimal, so schön habe ich mich schon lange nicht mehr reingebremst. Signal sieht man auch. Ja, optimal. Also da muss man wieder ein Sternchen machen im Kalender. Nur aufpassen, dass ich nicht zu viel Gas gebe, nicht dass er mein Lutschen anfängt. Also der Baum ist auch überall, gell? Immer der Baum, der was da ins Gleis rein, immer dasselbe. Hätten sie sich auch was einfallen lassen können. In 7 Meilen haben wir es dann geschafft. Also fast 8. Dann sind wir wieder in Leeds. Bin ich sicher zu schnell? Nein, nicht einmal, der wäre 50 geworden. Dann ein 60er, glaube ich, ne? Ja, sicher.
glaube 60 ist das gestanden. Dann, wenn man die Streckenkunde hat und weiß, wie schnell man wo fahren darf, ist ja das ganz anders. Da bremst man ja schon rechtzeitig ab. Die haben auch keine Kilometer da, komischerweise. Ich weiß nicht noch, was die gingen. Zumindest habe ich bei der Strecke keine entdeckt. Ich weiß aber auch nicht, ob die eine Kilometrierung in England haben, also beziehungsweise Kilometer da, wenn kennen sie nicht haben, Hektometer-Tafeln. Weil ich mich mit dem britischen Eisenbahnsystem nicht wirklich auskenne. Und jetzt ist das natürlich ein bisschen, kann ich nicht sagen, ob da was fehlt oder nicht. Okay, das aber das sind wirklich mit die 80er Jahre zum die Leute, ja. Mit den Joggingwesten, mit den Mänteln und dem ganzen Schwur. 6,6 Kilometer, dann haben wir es geschafft, denke ich einmal. Und dann machen wir eine Pause. Nee. Also das Rädern und das kommt ja eh nicht gleich drauf. Jo. Immer diese Übergänge. Da ist weit und breit nichts, aber ein Übergang. Was ist denn da jetzt wieder? Und wieder der Baum. Sind zu schnell. So. Ohne Biesel. Nur ein wenig. Reicht es noch ein bisschen mehr? Fünf Meilen sind es nach Leeds. Also die Lok gibt Geräusche von sich, wo ich nicht weiß, wo es los ist. Schaut euch das Instrument nicht, dass ich die Führerstand vielleicht man muss sehen. Also beziehungsweise ein bisschen mehr sehen. Man viel gibt es da eh nicht sehen, weil die hat ja kein wirklich schönes Dashboard. Führerstand. Keinen schönen Führerstand, nicht Dashboard. Dashboard heißt im LKW oder im PKW. Nicht im Zug. Andi redet schon wieder nur Blödsinn. Klank. Aber ja, also mit der Leistung. So. Die Tunnelfahrten, wie gesagt, sind genauso langweilig wie PS. Immer. Aber was soll's. Viel zu schnell. Jetzt habe ich nicht geschaut. Aber wir haben schön da bremst, muss ich sagen. Bisschen zu spät zwar, aber wir haben es wenigstens da bremst. Und da dürfte es wieder ein bisschen bergab gehen. Ja, da geht es leicht bergab.
das braucht ewig, bis das zurückgeht. Jetzt lasse ich nochmal auch ruhig. Die 3 Meilen tue ich mir jetzt keine Hektik mehr an. Echt wahr. Ist mir jetzt wurscht, ob wir jetzt 2 Minuten spät sind oder nicht. Da haben wir aber wann sollten wir Fahrplan um 38 und um 39, da waren wir echt spät. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Schauen wir mal, ob die 47, ja, das ist leider im TSW ein bisschen anders als wir im TS mit und so. Im TS habe ich wirklich die Ankunftszeit, die berechnete. Die habe ich da nicht. Komischerweise. Fragt mich nicht warum. Gut, ist aber auch klar, sie werden nicht ein neues Spiel auf dem alten aufbauen. Die machen das natürlich schon ganz anders, damit man sich auch nicht daran gewöhnt. Da weiß ich nicht. Andererseits ein paar Sachen, ich meine, die Bremsen habe ich mir jetzt geändert auf DS. Das ist nur kurze Tastenbelegungsänderungen, sonst habe ich nichts gemacht. Das ist aber einfach nur die Gewohnheit. Wenn ich jetzt vorher DS aufnehme und vor oder spiele und nachher gleich ein TSW-Video und ich habe dann die Bremsen auf einer anderen Tasten, dann kann es natürlich schon passieren, dass ich mich verbremse und das, beziehungsweise dass ich die Bremsen nicht rechtzeitig anlege oder wie auch immer, und das möchte ich halt vermeiden. Deswegen habe ich mir die Bremsen gleich gelegt wie am TS. Also nur die dynamische und die Blödsinn, die dynamische ist eh gleich. Die direkte und die indirekte habe ich mir auf dieselben Tasten gelegt. Sonst habe ich nichts geändert. Weil es nicht notwendig ist. Wisst ihr, was ich meine? Es ist, ja, das macht man halt, wenn ich nur TSW spielen würde, würde ich die Bremsen wahrscheinlich sogar so lassen, wie es sind. Weil du gewöhnst dich ja dann drauf. Aber da der Mensch ein Gewohnheitstier ist, sage ich mal, sollte man, warum ich jetzt bestätige, ja, wir haben heute erwarten, ja, ich weiß. Ich weiß, dass wir halt erwarten haben, Leute. Wir fahren ja auf Leeds rein, das ist... Da gibt es ein Stückel von da hinten. Und jetzt da rausgehe, darüber, da hinten, von der Strecke da, von dem Ast her. Da gibt es auch ein Szenario, glaube ich, wo man irgendein Lok abschleppen oder was. Das wird dann auch recht interessant. Zurück. Passt, die Geschwindigkeit passt eh. Also wir sind ein bisschen zu langsam. Da war wären noch 25. Ja, die Gewohnheit, ich bestätige es, obwohl kein Sicherungssystem in dem Fall verbaut ist. Hat den Hintergrund, dass es das ABS
Sicherheitssystem, das der Zug hat, also die Lok, damals, glaube ich, nicht verbaut war auf der Strecke. Wenn man sieht, da die Magneten nicht drinnen, die eigenen was haben, und jetzt darf man noch mit Zähne fahren, gell? Haben wir jetzt rot oder? Da ist doch rot. Leute, was soll ich machen? Das Signal ist rot. Wisst ihr was? Ich kontaktiere Stellwerk. Ah, okay. Mit begrenzter Geschwindigkeit weiterfahren. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, waren wir wahrscheinlich ausgegangen aus dem Spiel. Sicherheitshalber Nummer. Fahren Sie mit begrenzter Geschwindigkeit weiter. Nehmen wir das einmal für bare Münze. Ah! Ich sehe es gerade, da ist ein Zusatzsignal. Das ist das wie die Punkt. Okay. Gut. War halt nur mit 10 Meilen. Das habe ich vorher nicht gesehen, das Zusatzsignal. Entschuldigung. Kann ja passieren, oder? Gut zu wissen, aber da ist ein bisschen wenig los auf dem Bahnhof. Aber gut, das ist halt der TSW. Wird sich aber wahrscheinlich auch noch bessern heute, denke ich einmal. Wie gesagt, ab der Kaltdrehen habe ich nichts, also ich habe bei der Kaltdrehen aufgehört. Also die Dinge habe ich auch nicht, die zweite britische Dieselstrecke, die ältere habe ich auch nicht. Und also 2 britische Strecken fehlen mir, amerikanische und auch deutsche im TSW jetzt. Ich möchte den Fokus jetzt nicht auf den TSW legen, beziehungsweise ich möchte jetzt einmal im TSW das spielen, was ich habe, weil die kann man ja vielleicht irgendwann einmal im Seil schießen. Sag ich mal. Oder gingen die Verschubsignale sogar. Weil das ist sicher günstiger, wenn man die im Seil kauft, als wenn man da gleich jetzt alles nimmt. Und der Fokus liegt natürlich bei mir am TS, weil man da momentan einfach noch viel mehr machen kann. Sollte der TSW irgendwann einmal einen Editor kriegen und die Hersteller her und so, ist es durchaus möglich, dass der TS ein bisschen vernachlässigt wird. Wie gesagt, das ist möglich. Ich will halt natürlich weiterhin TS spielen, weil ich einfach viel Content habe. Die ganzen ÖBB-Sachen, die kriegst du halt im TSW nicht. Also der TS bleibt auf alle Fälle. Warum ich jetzt bestätigt habe, weiß ich nicht. Das ist die Gewohnheit. So, wir sind in Leeds angekommen. Das heißt, bei 100 Yards oder bei 80 Yards. Jetzt legen wir es einmal an. Da braucht er, weil bis er es anlegt. Zu früh. Jetzt will ich aber schon eine Bremsgenauigkeit haben, Leute. So, er will, dass wir da vorne stehen bleiben. Dann machen wir das auch.
bleiben wir auch da vorne stehen. So, Türen drillen. Sie sind offen. Ups, das haben wir am falschen. So, das Licht kann man ausschalten drinnen, das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, und jetzt warten wir, was passiert. Ob wir es geschafft haben oder nicht. Ich meine, wir haben es einmal geschafft, dass wir mal durch sind. Die Strecke, das Szenario haben wir durchgefahren, das ist jetzt doch etwas länger geworden, als was ich glaubt habe. Und die Auswertung sagt uns, dass wir eine Silbermedaille bekommen haben und im Level kräftig aufsteigen auf Level 5 mit 30.808 von, das schaut ganz gut aus. Benötigte Zeit 1 Stunde 09, na, das wird ein langes Video. Okay, gut, kann man nichts machen. Okay, da war ich stickelweise, da war ich drüber. Da war ich drüber, da war ich zu langsam, da war ich zweimal kurz drüber und da war ich mal kurz drüber. Sonst hat es eigentlich passt im Großen und Ganzen. Also ich bin mit der Auswertung zufrieden und wünsche euch somit eine schöne Woche und bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Alles Liebe, euer Andi.